So, Ford Focus MK4 mit B- und O-System Tag 2. Heute wollen wir dem Verstärkerausgang mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Was ist das für ein Verstärker? Wie ist der aufgebaut? Was kommt daraus an Signalen? Hat er irgendwelche werkseitigen Equalizer, Phasensauereien und so weiter? Gestern habe ich soweit alles vorbereitet, dass das hier alle Lautsprecherausgänge steckbar sind. Ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst mit den ALLDATA-Unterlagen. Wie ist das System überhaupt gebaut? Also nach den Unterlagen, die verfügbar sind, ist es ein 6-Kanal-Verstärker, Front links, rechts, Rear links, rechts plus Subwoofer. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriegen wir hier ein Full-Range-Signal, was sich mehr oder weniger gut handeln lässt. Wir werden sehen. Okay, los geht's. Jo, das erste, was mich mal interessiert, wenn ich so einen komplett unbekannten Verstärker, bevor ich da was anschließen möchte, ist, wie tickt der Verstärker überhaupt. Dafür habe ich das Radio angemacht, der Verstärker ist aktiv und das erste, was ich brauche, ist nur ein simples Multimeter. Ich messe die Gleichspannung. So, das hier sind die Lautsprecherausgänge. Dann messe ich jetzt einfach mal zwischen einem beliebigen Lautsprecherausgang und der Karosserie bzw. Masse, ist egal was hier, kann man auch als Gurtschloss nehmen, messe ich die Gleichspannung. Und wenn ich da eine Gleichspannung habe, irgendwo im Bereich 6 bis 8 Volt, 8 Volt ist schon sehr viel, halbes BTL wäre 16 Volt Batteriespannung, messen wir mal die andere Strippe, auch 8 Volt. Gut, wir haben auf jeden Fall eine BTL-Gleichspannung. Ich müsste mal mein Messgerät kontrollieren, ob die Batterie noch in Ordnung ist. Also irgendwo im Bereich 6, 7 Volt muss hier eine Gleichspannung sein zwischen einer Lautsprecherstrippe und der Karosseriemasse. Dann ist es auf jeden Fall ein BTL-Verstärker und die normale DC-Erkennung Autosense funktioniert. Das nächste, was mich interessiert, ist bei offenem Lautsprecherausgang, also die Lautsprecher sind nicht dran, ob ich hier eine Wechselspannung messe. Wie gesagt, der Pegel des Radios ist im Moment auf 0. So, da ist nichts, das heißt, wir haben keine ungefilterte Class D Endstufe, das ist auch sehr gut. So, die beiden Messungen sind gelaufen. Ich weiß, es ist eine BTL-Endstufe, ich weiß, es ist keine Class D Endstufe. Was jetzt noch entscheidend ist, ist es Standard Class AB oder ist es Class SB. Und dafür spiele ich relativ leise ein Sinus 50 Hertz. Und jetzt messe ich die Symmetrie, ich messe Wechselspannung und messe, zum einen kann ich mal messen, ob ich hier überhaupt was messe. Ja, 0,56 Volt ist jetzt die Wechselspannung von diesem Sinus. So, und jetzt messe ich die Symmetrie und wie mache ich das? Ich messe zwischen einer Lautsprecherstrippe und der Masse und habe 0,56, 0,28 exakt die halbe Spannung zwischen jeder einzelnen Lautsprecherstrippe und der Masse. Und das bei relativ geringem Pegel. Das heißt, es ist eine ganz normale Standard Class AB BTL Endstufe. Hier ist keine Zauberei zu erwarten. Was genau dahinter steckt, da haben wir auch ein Videotutorial zu gemacht. Das findet ihr in der Knowledge Base. 0404. Zip. Ja, beim Subwoofer sieht es ein wenig anders aus. Nee, war nur ein Kontaktproblem, ist auch Standard BTL, bisschen höher ausgesteuert. Subwoofer-Ausgang ist absolut identisch. Auch da haben wir die 8 Volt. Jo, also das ist eine ganz normale 6-Kanal Class AB BTL Endstufe, keine Zauberei.
Jo, als nächstes interessiert mich dann mal Frequenzgang, Phasengang von dem Signal, was aus dem Verstärker rauskommt, und wie kann ich das am schnellsten und einfachsten messen. Ich kann natürlich erstmal meine Anlage mit Mosconi DSP einbauen, aber wenn ich wie in dem Falle hier nur das Signal analysieren will, dann habe ich einen Atomo-Matrix 426 immer greifbar. Der läuft für diese Zwecke komplett am USB, der braucht nicht mal eine Stromversorgung, GUI verbunden an meine gestern hergestellten Adapter, den Sinussuite hört ihr, an meine gestern hergestellten Adapter kann ich das Signal abgreifen. So, auf 1 und 2 habe ich jetzt den Frontausgang. Auf 3 und 4 Eingang habe ich den Subwoofer. Dann gucke ich mal hier im DSP-Monitor, ob was kommt. Ich baue die Kamera gleich um, weil beim letzten Mal war es doch nicht so einfach zu erkennen. Jawohl, die VU-Meter schlagen aus. Dann baue ich jetzt die Kamera um, dass man den Monitor besser erkennt, dunkle den Raum ein bisschen ab und dann können wir schon losmessen. So, mein System läuft. Und jetzt mal flott einfach mit ein paar Klicks den Frequenzgang gemessen. Ich gehe auf Measure. Interessieren tut mich zunächst mal Eingang 1, 2, das Frontsystem. Ich klicke externe Source im Messsystem, Start RTA-Messung. Messung läuft schon und dann gucken wir mal, was da so rauskommt. Oh ja, okay. Die Jungs in Köln gehen auch nicht immer nüchtern zur Arbeit. Machen wir noch mal eine Kontrollmessung. Aber das ist in der Tat so und hier fehlt mir der Hochtonbereich. Sollten die tatsächlich den Quatsch gemacht haben und die Hochtöner am Radio laufen lassen, das wäre natürlich... gucken wir uns gleich an. Okay, was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ich nehme mal die Summe raus, Frequenzgang rechts, links ist zu korrigieren. Da braucht man, ist schon ein ordentlicher Equalizer-Einsatz drin. Das kriegen wir mit dem Eingangs-Equalizer hin, da haben wir 9 Band zur Verfügung. Was wir aber auch sehen, wenn ich die Summe mit einblende, dann sehe ich hier auch kleine Phasensauereien. In dem Bereich stimmt die Phase nicht. Da passt es wieder und hier haben wir einen Allpassfilter zweiter Ordnung bei, was ist das, 600 Hertz. Okay, sieht wild aus, lässt sich in den Griff kriegen, stelle ich gleich ganz in Ruhe ein. Was mich interessiert, ist die Anbindung zum Subwoofer. Dafür stelle ich mir mal den Mixer ein, dass ich auf dem Frontausgang des Mixers Front und Sub zusammengemischt habe. Und dann messe ich auch mal an dem Ausgang und guck mal, was da so kommt. Okay, jetzt ist zumindest der Bass da. Beim Hochton müssen wir noch auf die Suche gehen. Okay. Das ist eine erste Messung. Nicht schön, was die Jungs in Köln da gebaut haben. Ich hole mir das mal auf einen Referenzpunkt.
So. Und verändere mal die Lautstärke. Da machen wir mal ein paar Messungen bei verschiedenen Lautstärken. Jetzt einmal deutlich lauter. Messung kommt. Okay, wir haben ein bisschen dynamisch EQ drin. Man sieht im oberen Bereich den Abfall. Man sieht im unteren Bereich den Abfall. Das heißt, wir haben einen Loudness-Effekt. In der Mitte tut sich nichts. Jetzt machen wir eine Messung relativ leise. Dafür werde ich vermutlich die Empfindlichkeit erhöhen müssen. Und ich denke mal, dass Hochton und Bass jetzt nochmal deutlich weiter hochziehen. Ja, genau so ist es. Also, das genau austarieren mache ich nachher. Das ist jetzt erstmal für den ersten Überblick. Danach kann ich schon mal den Eingangs-EQ einstellen und ich kann auf die Suche gehen nach dem Hochton. Ja, den Hochton habe ich gefunden. Ich habe ja hier am B&O Verstärker das Frontsystem eigentlich abgeklemmt und habe mein Atomo DSP dran. Ups, da sieht man es. Das heißt, die Strippen zum Frontsystem sind eigentlich offen und vorne dürfte nichts spielen. Trotzdem stelle ich den Fader ganz nach vorne. Trotz der offenen Verbindung habe ich vorne im Armaturenbrett die Hochtöner am Laufen. Heißt für mich ganz klar, die sind unabhängig von dem B&O Verstärker, hängen genau wie beim Modell ohne E-Coil direkt am Radio. Das heißt für mich kurz ein Break. Ich muss Strippen ziehen von den Hochtönern vorne zu meiner Messeinheit, zu meinem Atomo DSP. Denn an das Radio rankommen ist bei dem Auto, dafür zerlegt man das halbe Armaturenbrett. Also wenn es irgendwie zu vermeiden ist, lieber nicht. Es soll ja eine praktikable Lösung bleiben. Und das Zweite, was mich jetzt in dem Zusammenhang natürlich auch interessiert, ist, wie ist Frequenzgang und Signal vom Hecksystem? Ist das eventuell sogar brauchbarer, um ein klassisches Front- plus Subwoofer-System mit dem Hecksignal eventuell generieren zu können für den praktikableren, gangbareren Weg. Gut, wir werden es gleich sehen. Ich baue ein bisschen um und dann geht es weiter mit Messungen. Okay, was ist passiert? Die Hochtöner vorne im Armaturenbrett lassen sich Gott sei Dank sehr, sehr einfach nach oben einfach rausklipsen. Da ist jetzt eine Molex Minifit Steckverbindung drauf mit einer Leitung nach hinten. Die originalen Ford Hochtöner haben das Gegenstück bekommen, so dass man das jederzeit wieder Plug and Play einstecken kann und mehr oder weniger den Originalzustand herstellen kann. So, die Leitungen sind nach hinten gelegt. Das schön machen kann dann der Christian, wenn der das Auto fertig baut. Da kommen die Leitungen an, das ist dann jetzt der Hochton. Dann habe ich noch zusätzlich einmal Minifit-Verbindung für das Hecksystem. Ich habe jetzt also Hochtonfront, ich habe Tief-Mitteltonfront, ich habe das Hecksystem, was ja theoretisch ein Full-Range-Signal führen sollte. Und ich habe den Subwoofer. Damit bin ich jetzt 8-kanalig unterwegs und messe jetzt mal drauf, wie wir jetzt mit dem Signal zurechtkommen. Okay, der Sweep läuft. Angeschlossen ist der Hochtonabgriff vorne Armaturenbrett an Eingang 1 und 2. Der Tief-Mittelton-Ausgang vom B&O Verstärker Eingang 3 und 4. Dann gucke ich mal, was aus dem Hochton-Ausgang Armaturenbrett rauskommt. Messung läuft. Okay, tatsächlich Hochton. Bisschen ansteigend zu hohen Frequenzen. Wahrscheinlich dem doch sehr undurchlässigen Gitter von Ford geschuldet. Lässt sich in den Griff bekommen. 3, 4, Tief-Mittelton, hatte ich ja vorhin schon mal gemessen. Der ist eigentlich bis auf eine Phasensauerei
und massivem EQ-Einsatz fast brauchbar. So, und dann gucke ich mir jetzt die Summe an. Dazu habe ich im Mixer die Gruppe 1 zusammengemischt aus 1, 3, 2 und 4. Das heißt jeweils einen Hochtöner, einen Tiefmitteltöner zusammengemischt. Ich messe Ausgang Gruppe 3 und guck mal, wie die Summe aussieht. So, einmal die letzte Messung darstellen. Okay, auch wenn es mächtig verbogen ist, das kann man jetzt zumindest ein Full-Range-Signal nehmen. Die meisten kleinen Dips und Peaks kann man fast vernachlässigen, da reden wir von 2-3 dB. Die groben Schnitzer kriegen wir ganz locker raus, den Phasenfehler kriegen wir auch raus. Okay. Ja, leider, der Hochtonabgriff vorne muss sein, um ein Full-Range-Signal zu generieren. Was man aber jetzt noch mal eben kontrollieren kann, ist, ob es die smarte Lösung gibt, einfach das Hecksystem abzugreifen. Ich habe jetzt mal umgesteckt. Der Heckausgang vom B&O Verstärker liegt jetzt an Eingang 1 und 2. Dann messen wir den mal eben nach. Oh, flott gelöscht. Der sieht vom Frequenzgang harmloser aus, ist sogar fast, ja, ist Full Range, das bekommt man hin, das ist eigentlich nur ein bisschen Equalizing, aber unter 300 Hertz tut sich nichts mehr. Das heißt, das ist eigentlich ein Mittelhochton, das ist kein Full Range. Jetzt können wir gucken, ob der Subwoofer-Kanal eventuell so weit gehen mag, dass der das ergänzen kann. Den stecke ich jetzt auf Eingang 3 und 4 und mische mal Hecksystem mit Subwoofer. Ist ja noch gemischt. Ich messe noch den Ausgang der Gruppe. Und dann messen wir die mal zusammen. Das würde ich mal sagen, ist unbrauchbar. Denn jetzt ist zwar Bass da bis 30 Hertz runter. Jetzt haben wir Mittelton und Hochton ab 300 Hertz, aber der komplette Grundton- und Kickbass-Bereich fehlt. Da ist ein Gap zwischen Hecksystem und Subwoofer-Ausgang. Das können wir so leider nicht nutzen. Okay. So, wieder umgeklemmt. Hochton ist Eingang 1, 2, Tiefmittelton ist Eingang 3, 4, gemischt Hochton vom Radio, 3, 4 vom B&O Verstärker. Es muss auch ziemlich cooles Zeug geben da in Köln, wenn man sich sowas einfallen lässt. Okay, wie gehen wir vor? Ich mache jetzt noch mal einmal die Summenmessung, die Gruppenmessung. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Phasenfehler, den ich da gesehen habe. So, da haben wir hier bei 650 Hertz ja, kurz unterbrochen worden. Also wir haben den Phasenfehler ziemlich genau bei 650 Hertz. Da bricht die Summe komplett weg und das bedeutet, dass wir hier eine Phasendrehung haben um 180 Grad, 650 Hertz. Da gehe ich jetzt mal in den Eingangsfilter von Kanal 3 und 4, Tief-Mittelton, und probiere Allpass 2, 650 Hertz. Die Seite muss man ausprobieren. Ich habe jetzt erstmal auf der linken Seite gesetzt. Einmal die Messung starten. Messung läuft.
Okay, das war schon ein Volltreffer. Der Phasenfehler ist beseitigt. Die Summe läuft jetzt identisch mit den Einzelkanälen. Das war ziemlich einfach. Das Schlimmste, was mir an dem Frequenzgang auffällt, wir müssten dem einen kleinen Dämpfer geben im Bereich 80 Hertz. Wir müssten dem einen kleinen Dämpfer geben im Bereich, was ist das hier, schlechte Brille, 600, 550, 600 Hertz. Und das Allerschlimmste ist aber dieser große Buckel. Und da muss ich mal gucken, wo der herkommt. Ist das die Summe von Mittelhochton und Hochton oder macht das ein einzelner Lautsprecher? Das wäre eigentlich die größte Baustelle in dem Frequenzgang. Gucke ich mir nochmal den Tiefmitteltöner alleine an. Jo, das ist ganz klar der Tiefmitteltöner. Der braucht in dem Bereich, ja, da kann man eigentlich einen Schellfilter setzen auf beiden Seiten. Ab 1,5 Kilohertz ist der deutlich zu laut. Und zwar 5, 6 dB. So, einmal High Shelf, 1500 Hertz. Ja, falsches Feld erwischt. Güte 1, -6. Und die andere Seite das gleiche. High Shelf, -6, 1500 Hertz. Jetzt möchte ich mir den ja zunächst alleine angucken. Die Wirkung nimmt den Hochton also erstmal weg. Gehe zurück auf die Messung, messe den Ausgang der Gruppe und guck, was da passiert. Das sieht schon besser aus. Kann man fast noch ein bisschen höher und steiler ansetzen. Gehen wir mal auf eine Güte 2. Und dann nehme ich den Hochton wieder dazu. So, jetzt sehe ich auch, dass ich hier einen Einbruch habe bei der Übergangsfrequenz. Das heißt, mein Hochton und mein Tiefmittelton sind in der Phase verdreht. Ich habe keinen Kerbfilter, also keine regelmäßigen Einbrüche. Ich habe keinen Time Delay im Spiel. Das Einzige, was hier ist, der Hochtöner ist in der Phase gedreht. Das korrigiere ich jetzt erstmal im Mixer mit der Polarität und gucke mir das Spiel an. Nicht wirklich besser. Der eine war etwas tiefer, der andere war etwas höher. Das heißt, wir haben eine Phasendrehung um 90 Grad. So ganz dumm sind die Ford-Ingenieure dann doch nicht. Die haben die Hochtöner vorne im Armaturenbrett mit einem Kondensator getrennt. 6 dB Filter, sprich eine 90 Grad Verschiebung. Und die haben sie im B&O Verstärker wieder ausgeglichen. Das heißt, ich muss mit einem Allpass erster Ordnung da dran gehen. Okay, das sprengt jetzt hier für heute den Rahmen. Mir läuft auch ein bisschen die Zeit weg. Ich mache das bis morgen fertig.
präsentiere dann auch mal das Ergebnis, zeige euch den Eingangs-EQ und dann sehen wir, ob das brauchbar ist. Kurzer Nachtrag hat mich dann doch nicht ganz in Ruhe gelassen. Diesen Puckel auf dem Tief-Mitteltöner, der Schellfilter war ein Fehler. Die Phasendrehung war auch ein Fehler und der Phasenshift war auch ein Fehler. Der Alpas 1, wenn ich das nochmal hier in der Einzelmessung zeigen darf. Also wenn man diesen Buckel mit dem Equalizer wegmacht, bei 2500 Hertz, den habe ich hier mal, ups, so hier im Eingangs-Equalizer 2700 Hertz, Güte 2, minus 10 dB, dann ist der Buckel weg und dann addiert es sich richtig, richtig schön mit dem Hochton. Dann brauche ich auch zur Mittelhochton-Anpassung keine Alpas-Filter mehr und ich brauche keine Phasendrehung mehr. Ist also phasengleich jetzt im Mixer, und wenn ich das Ganze jetzt einmal messe in der Gruppe, dann sieht man, das kommt dem schon deutlich näher, dem wo wir hinwollen. Der Rest sind Summengeschichten im Eingangs-Equalizer. 1, 2, 3, 4 Bänder und ein paar Kleinkorrekturen. Das mache ich dann am Abend. Aber diese Addition Mittelhochton, Hochton, Mittelton, Hochton, das hatte mich nicht in Ruhe gelassen. Das passt jetzt soweit, das ist auch gar nicht so kritisch, wie es am Anfang ausgesehen hat. Okay, Fazit für heute. Equalizer lässt sich in den Griff kriegen, zeige ich morgen, kein Thema. Fazit für heute. Wir brauchen für ein normales HiFi-Konzept, sprich Front plus Subwoofer, um ein komplettes Signal zu bekommen, brauchen wir einen Verstärker mit mindestens 6 High-Level-Eingängen. Möchten wir Front, Heck plus Subwoofer betreiben, brauchen wir 8 High-Level-Eingänge. Minimum. Den Center Speaker haben wir ja noch gar nicht beachtet. Der käme ja noch dazu, der ist ja auch im System. Ich kümmere mich erstmal nur um klassisch Stereo, Front und Rear. Wir brauchen also 6, explizit 8 Eingänge mit jeweils Eingangs-Equalizing-Möglichkeiten, mit der Möglichkeit, die Phase zu drehen. Und ja, das sind die Fallstricke bei dem Auto. Was einfach ist bei dem Auto, in der ganzen Umbauerei und Umsteckerei und so wie ich die Endstufen gemessen habe, absolut unkritisch. Also Standard BDL, Class AB, da gibt es keine Probleme mit Remote-Erkennung, Einschalten, ähnliches. Es gibt hier dadurch, dass wir alles vor der Telematikbox umbauen und umstecken, gibt es keinerlei Fehler, was SOS-Funktion eCall angeht. Das ist einfach. Akustisch ist es nicht so einfach. Absolut machbar mit der richtigen Endstufe. Ich behaupte mal, in dem Fahrzeug hier, Alpas, links, rechts unterschiedliches Equalizing am Eingang. Ich behaupte mal, da geht nicht viel an dem Mosconi DSP vorbei. Mir ist sonst keiner auf dem Markt bekannt, der das in der Form handeln kann. Ja, soweit für heute das Fazit. HiFi ist machbar mit vertretbarem Aufwand. Pico-Endstufe reicht. Wohin die Reise geht, ob wir es schaffen, dann Media Player nebenbei einzubinden, welche Informationen CAN Bus bieten, schaffen wir es, das dynamische Equalizing zu korrigieren. Da geht es dann morgen drauf an. Mal gucken, wie weit wir kommen. In dem Sinne, für heute reicht's. Ich sage bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ciao.